So we are looking today at Genesis chapters 3 to 11. Also heute schauen wir uns 1. Mose Kapitel 3 bis 11 an. We're going to be doing a fairly quick overview. Wir machen einen schnellen Überblick. There's four main narratives that we're going to look at today. Es gibt 4 Haupterzählungen, die wir heute anschauen wollen. The Garden of Eden and the fall, Der Garten von Eden und der Sündenfall, Cain and Abel, Cain und Abel, Noah and the flood, Noah und die Sintflut and the Tower of Babel. und dann der Turmbau zu Babel. Wrong way, there we go. So we in the Garden of Eden, and we were here last week as well. So we're going to just do a really quick recap of what we looked at to set the stage for the narrative we're looking at today. Also ganz kurz schauen wir uns auch den Garten Eden an, den haben wir ja schon letzte Woche angeschaut. Deswegen schauen wir nur ein paar zentrale Punkte an, um uns wieder vorzubereiten auf das, was wir heute machen werden. So we saw that God's creation was very good. Also wir haben gesehen, dass Gottes Schöpfung sehr gut war. And we saw that God gave mankind a mandate, known as the cultural mandate, as his image bearers. Und wir haben gesehen, dass Gott dem Menschen einen Auftrag gab, seine Ebenbilder zu sein, seine Ebenbildträger zu sein. And that means mankind are called to be caretakers of the earth and to cultivate it. Das bedeutet, dass der Mensch dazu berufen ist, auf die Erde aufzupassen, sie zu pflegen. And mankind is called to be fruitful and multiply. Und der Mensch ist dazu berufen, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. William Edgar writes about the cultural mandate, its purpose is above all to fulfill mankind's relationship with God as it was originally intended. William Edgar sagt, der Sinn des Menschen liegt darin, in der Beziehung zu Gott so zu leben, so wie es von Anfang an gedacht war. We also see in the Garden of Eden 2 trees. Im Garten Eden sehen wir auch 2 Bäume. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. And God gives Adam and Eve, he gives mankind one rule, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Und Gott gibt Adam und Eva, also den Menschen, nur eine Regel. Er sagt, sie sollen nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. He is in effect asking them to trust him with the knowledge of what is good for them. Er bittet sie eigentlich, ihm zu vertrauen mit dem Wissen, was gut und böse für sie ist. And until this point, mankind is innocent. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist der Mensch unschuldig. So we enter chapter 3. Also jetzt sind wir schon in Kapitel 3. And the serpent enters the scene. Die Schlange betritt die Szene. And here the serpent represents evil and is an enemy of God. Und hier verkörpert die Schlange das Böse und ist ein Feind Gottes. And we read later in the Bible, particularly in Revelation, that he's identified with Satan, the deceiver. Und später in der Bibel, in Offenbarung, lesen wir, dass sie identifiziert wird mit Satan, dem Verführer. So the serpent asks Eve a seemingly innocent question. Did God really say? Also die Schlange stellt Eva eine scheinbar unschuldige Frage. Hat Gott wirklich gesagt? But what we see is that this question actually brings God's trustworthiness and his goodness towards us into question. Ja, also wir sehen eigentlich, dass die Vertrauenswürdigkeit, die Güte Gottes gegenüber den Menschen in Frage stellt oder hinterfragt. And it introduces doubt about God's commandments. Und es weckt Zweifel über Gottes Gebote. Eve's answer also subtly alters what God actually said. Und Evas Antwort verändert auch ganz subtil, was Gott eigentlich gesagt hat. And you'll notice that she adds the section, "You will not surely die." Wir sehen, dass sie eigentlich noch etwas dazu gibt und sagt, ihr werdet nicht wirklich sterben. Sorry, I skipped ahead. Sorry, Eve
correction, Eve added, neither shall you touch it. Ja, und nein, Entschuldigung, Eva hat gesagt, ihr werdet es nicht berühren. Genau. Ihr sollt es nicht berühren. Exactly. And it's the serpent who explicitly contradicts what God said with, you will not surely die. Ja, sorry, und es ist die Schlange, die sagt, die wirklich ausdrücklich Gott widerspricht und sagt, ihr werdet auf jeden Fall nicht sterben. And Adam and Eve disobey God and eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Und Adam und Eva hören nicht auf Gott und essen die Frucht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. And the result is their eyes were opened. Und das Ergebnis ist, ihre Augen wurden geöffnet. They realized they were naked, Sie erkannten, dass sie nackt waren. which is kind of a sense of vulnerability. Und das ist so eine Art, sie sind verletzlich. And they attempted to cover themselves and their shame. Und sie versuchten, sich und ihren Scham zu bedecken. And they hid from the presence of God. Und sie versteckten sich von der Gegenwart Gottes. And we see there that the relationship, the perfect relationship between God and mankind is ruptured. Und wir sehen, dass die perfekte Beziehung zwischen dem Menschen und Gott kaputt ist, zerbrochen ist. And we see that Adam fails to take responsibility. Instead, he tries to blame his wife. Und wir sehen, dass Adam seine Verantwortung nicht übernimmt, sondern versucht, seine Frau zu beschuldigen. But we see here also a glimmer of hope. Aber wir sehen hier auch einen kleinen Funken der Hoffnung. And so in the midst of God's curse on the serpent as a response, we see the first glimpse of his plan of redemption. Mitten im Fluch über die Schlange bekommen wir einen kleinen Einblick auf Gottes Erlösungsplan. We read in verse 15, I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Und in Vers 15 lesen wir, ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. And this is generally regarded as a prophecy. It points to Jesus, who would one day come and destroy the power of Satan through his death on the cross. Und wird allgemein als Hinweis akzeptiert auf Jesus, der eines Tages die Macht Satans durch seinen Tod am Kreuz zerstören würde. And so we see the result of their disobedience. Und so sehen wir jetzt das Ergebnis ihres Ungehorsams. Pain is introduced into the world. Schmerz kommt in die Welt. And in particular, we see that in the context of pain, in the context of fulfilling God's mandate to be fruitful. So childbirth will be particularly painful. Und wir sehen das jetzt auch vor allem im Zusammenhang mit dem Auftrag Gottes, sich zu vermehren. Also das Kinderkriegen wird schmerzlich sein. We see damaged relationships. Wir sehen gebrochene Beziehungen. So in particular here between husband and wife. Ganz besonders auch hier zwischen dem Mann und seiner Frau. We see that creation itself suffers. Wir sehen, dass die Schöpfung selbst leidet. And another aspect of the mandate to care for the world is also damaged in that work is now hard. Und ein anderer Teil des Auftrags an den Menschen, das jetzt auch verletzt ist, dass die Arbeit schwer sein wird. And just as God warned them, death enters into mankind's existence. Und genauso wie Gott sie vorgewarnt hatte, kommt der Tod in die Welt hinein. And finally we see that Adam and Eve are sent out of the garden, so they're expelled from God's presence. Und dann sehen wir auch, dass am Ende Adam und Eva aus dem Garten vertrieben werden, sie aus der Gegenwart Gottes vertrieben werden. But we see another glimpse of the gospel here as well. Aber wir sehen einen weiteren Vorgeschmack von dem Evangelium hier. So we see that Adam and Eve tried to cover themselves, but they couldn't. Wir sehen, dass Adam und Eva sich bedecken wollten. Sie haben es versucht, aber sie konnten es nicht. But we see instead that God made the provision for them and he covered them. He made them skins of clothing out of skins.
Stattdessen versorgte Gott sie mit Kleidern und er bekleidete sie. Er machte ihnen Kleidern aus Tierfellen. So we see God being merciful even in his judgment. Und wir sehen hier, dass Gott gnädig und barmherzig ist, sogar im Gericht. And the other interesting point is that for God to clothe them, something had to die. Der andere wichtige Punkt ist, damit Gott sie bekleiden konnte, musste etwas sterben. And this is an idea that we'll see coming back again and again and more fully thought out in the sacrificial system as we move on through the Old Testament. Das ist etwas, was ein Gedanke, den wir immer besser verstehen werden, wenn wir weiter durch das Alte Testament gehen und über die Opfergesetze lernen. So there's some important themes we're seeing already here in these chapters. Also wir sehen hier schon ein paar wichtige Themen hier in diesen Kapiteln. We see that God has made mankind for relationship with himself. Wir sehen, dass Gott den Menschen gemacht hat, um Beziehung mit sich selbst zu haben. And then as his image bearers to cultivate and care for creation, for his world. Und dass die Träger von seinem Ebenbild sind, dass sie auch die Welt bewahren sollen und für sie sorgen sollen, sie bebauen sollen. We see then that man rebels, and we call this sin, and the relationship is broken and creation is damaged. Und wir sehen, dass der Mensch sich gegen Gott auflehnt, wir nennen das Sünde, und dass die Beziehung zerbrochen wird und auch die Schöpfung verletzt ist. But then we see God beginning to reveal his plan to redeem mankind and creation. Aber dann sehen wir auch, wie Gott beginnt, seinen Plan zu offenbaren, wie er die Menschen und seine Schöpfung erlösen wird, retten wird. And we see these themes as a kind of red thread or a meta-narrative which go through the rest of the Bible. Und wir sehen diese Themen als eine Art roter Faden, so ein Metanarrativ, den der Rest der Bibel nach und nach offenbart und ausführt. And so it's really important when we're reading the Bible, and particularly in the Old Testament, to keep this big picture in mind and ask, how does this section of the Bible fit into this big picture that we see? Und deswegen, wenn wir die Bibel lesen, ist es immer wichtig, dieses große Bild vor Augen zu halten, diesen großen Kontext, und zu sehen, wie der Abschnitt, den wir lesen, in dieses Gesamtbild hineinpasst. And what chapter 3 of Genesis describes is the problem of sin. Und Kapitel 3 von 1. Mose beschreibt das Problem der Sünde. And it's a problem which the rest of the Bible then deals with. Und es ist auch das Problem, mit dem sich der Rest der Bibel dann beschäftigt. The Apostle Paul writes to the church in Rome in the New Testament. Der Apostel Paulus schreibt zur Gemeinde der Römer in Rom im Neuen Testament. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, in this way death spread to all people because all sinned. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. And to a different church, the church in Corinth, he wrote, for since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. For just as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Und an eine andere Gemeinde, der Gemeinde in Korinth, schrieb er, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. So what Paul is telling us is that the problem of Adam's sin is actually our problem as well. Also was Paul uns hier eigentlich sagt, ist, dass das Problem von Adams Sünde auch unser Problem ist. Adam stood as a kind of representative for all of mankind. Adam war eine Art Stellvertreter für die gesamte Menschheit. And because he rebelled and sinned, so too naturally we are in rebellion to God and subject to death. Und weil er sich gegen Gott auflehnte, so stehen wir genauso von Natur aus auch in Auflehnung gegen Gott und müssen sterben. And what we need is to have a new representative, a new Adam, and that is Jesus.
Und was wir brauchen, ist einen neuen Stellvertreter, einen neuen Adam. Und das ist Jesus. And it's Jesus who makes us alive again and restores our relationship to God. Und es ist dieser Jesus, der uns wieder Leben schenkt, der uns lebendig macht und unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt. So how might we define sin? Also, wie definieren wir die Sünde? In the biblical perspective, sin is not only an act of wrongdoing, but a state of alienation from God. It signifies the rupture of a personal relationship with God, a betrayal of the trust he places in us. In der biblischen Perspektive ist die Sünde nicht nur ein Fehlverhalten, sondern ein Zustand der Entfremdung von Gott. Sie signalisiert den Abbruch einer persönlichen Beziehung zu Gott, einen Verrat an dem Vertrauen, das er in uns setzt. And as we move on now to chapter 4, we see the effects of sin in mankind's history. Und wenn wir jetzt weitergehen zu Kapitel 4, dann sehen wir die Folgen der Sünde in der menschlichen Geschichte. So we come to Cain and Abel, the sons of Adam and Eve. Also kommen wir jetzt zu Cain und Abel, die Söhne von Adam und Eva. And we see in the narrative here that they both bring their offerings to God. Und wir sehen in dieser Erzählung, dass sie beide Gott Opfer darbringen. And Abel is a shepherd, a keeper of sheep, it says, and he brings the firstborn of his flock. Und der Abel, steht geschrieben, ist ein Schafhirt und er bringt von den Erstlingen seiner Schafe. Cain works with grain, works the ground, and he brings some of his produce. Und Cain ist ein Ackerbauer und er bringt von den Früchten seiner Arbeit. And the text tells us that God accepted Abel's offering, but not Cain's offering. Und die Erzählung sagt uns, die Bibel sagt uns, dass Gott das Opfer von Abel annahm, aber nicht das von Cain. And the question is, why? Und die Frage ist, warum? And the narrative itself doesn't explicitly tell us. Und es steht nicht richtig aufgeschrieben, also es wird uns nicht gesagt. But what we do see is later in the Bible, later in the Jewish sacrificial system, we see that both animal sacrifices and grain offerings were acceptable. Aber wir sehen, dass was wir später lesen in der Bibel, dass sowohl Tiere als auch Getreide als Opfer in dem Opfersystem der Juden akzeptabel war, angenommen wurde. So the problem's not with what they brought necessarily. Also das Problem liegt nicht in dem, was sie gebracht haben unbedingt. The Bible also repeatedly reminds us that these sacrifices are not automatic. They're not just outward rituals that automatically apply, but what is required is a humble and repentant heart of faith. Die Bibel sagt uns auch immer wieder, dass es nicht um diese Opfer geht, dass da kein Automatismus ist, dass es nicht, die Opfer nicht nur ein äußerliches Ritual sind, sondern dass Gott ein demütiges, ein reumütiges, ein glaubendes Herz sucht. And we read in Hebrews from the New Testament, by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain did. By faith he was approved as a righteous man because God approved his gifts, and even though he is dead, he still speaks through his faith. Und so lesen wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Cain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. So what's important is the faith with which we bring it. Also was wichtig ist, ist der Glaube, mit dem wir es bringen. And we see from Cain's response, his envy, which led him to murder, that his offering just wasn't coming from a heart of faith. Und wir sehen durch Kains neidische Reaktion, dass der Mord sozusagen, dass sein Opfer nicht aus einem Herzen des Glaubens hervorkam. We see that sin has infected family relationships to the point of someone murdering their own brother in just one generation. Also die Sünde hat Familienbeziehungen sozusagen so stark infiziert, ist so stark reingekommen in Familienbeziehungen, dass jemand sogar seinen eigenen Bruder ermordet und das innerhalb von einer Generation. And we see God curses Cain, or he punishes Cain, and part of that punishment is the damage to creation again.
Und wir sehen, dass Gott Kain bestraft und Teil dieser Strafe oder dieser Konsequenz der Sünde ist, verletzt auch wieder die Schöpfung, den Rest der Schöpfung. So we're reminded that we were created to care for creation, but through our rebellion we actually harm creation. Also werden wir daran erinnert, dass obwohl wir damit beauftragt wurden, für die Schöpfung zu sorgen, verursachen wir eigentlich Leid und Verletzung in der Schöpfung. And we see that Cain is sent into exile and further from God's presence. Und da sehen wir, dass Kain ins Exil geschickt wurde und noch weiter weg von der Gegenwart Gottes entfernt wurde. We do see here, though, another moment of God's mercy. Aber hier sehen wir auch wieder Gottes Gnade. Even though Cain deserved to be put to death for murdering his brother, God puts a mark on him and says, no one should harm you. Auch wenn Kain eigentlich verdient hätte, getötet zu werden, weil er seinen Bruder ermordet hatte, setzt Gott ein Zeichen auf Kain und sagt, dass niemand ihm etwas antun soll. And then as we come to the end of this narrative, we see that God gives Adam and Eve another son, Seth. Und am Ende dieser Erzählung sehen wir, dass Gott Adam und Eva noch einen Sohn gibt, einen Seth. And it's through Seth, through his line, and we'll skip chapter 5, but chapter 5 tells us the genealogy from Seth. Und Kapitel 5 erzählt uns von die Genealogie von Seth, aber wir sehen, es ist durch seine Nachkommen. Yeah, so through Seth, through this line, that the story continues with Noah. Dass die Geschichte weiter erzählt wird mit Noah. And this is a story which I'm sure most of you are probably familiar with. Und diese Geschichte ist bestimmt eine Geschichte, die die meisten von euch kennen. So we're told that God sees great wickedness, lots of sin and corruption on the earth, and that he is grieved by it. Also wir sehen, dass Gott sehr viel Bosheit, sehr viel Dunkelheit, sehr viel Korruption auf der Erde sieht und traurig ist, betrübt ist darüber. And he decides to blot out mankind from the face of the earth. Und er beschließt, die Menschen von der Erde auszulöschen. However, we see that Noah, and only Noah, is considered righteous and he finds favor in God's eyes. Aber wir sehen, dass Noah und wirklich nur Noah als gerecht empfunden wird, angesehen wird von Gott und Gefallen in Gottes Augen findet. And God makes a covenant with Noah to graciously spare him and his family from the coming flood. Und Gott macht einen Bund, schließt einen Bund mit Noah und seiner Familie und will ihm gnädig sein und ihn bewahren vor dieser Flut. And he tells Noah to build an ark and to gather 2 of every kind of animal to take onto the ark. Und das sagt Noah, er sollte eine Arche bauen und 2 von jeder Tierart sammeln und sie in die Arche bringen. And here we see again reflected the role of caretaker for creation in Noah, saving the animals. Und hier sehen wir wieder ein Spiegelbild oder wie dieser Auftrag zu sorgen für die Schöpfung jetzt von Noah hier auch übernommen wird. So then God sends the great flood. Also Gott schickt die große Flut. It rains for 40 days and nights. Es regnet 40 Tage und 40 Nächte. And everything that was not on the ark died. Und alles, was nicht in der Arche war, ist gestorben. Flooding continued for another 150 days, we're told. Die Sintflut fuhr fort, weitere 150 Tage, steht geschrieben. And then as the water finally starts to recede, the ark comes to rest on Mount Ararat. Und als das Wasser endlich zurückging, kam die Arche auf dem Berg Ararat zur Ruhe. And we see then Noah's first response when he gets off the ark is to build an altar and bring a sacrifice, make an offering to God in thanks. Und das Erste, was Noah macht, seine erste Reaktion, als er von der Arche runterkommt, ist, Gott einem Altar zu bauen und ein Opfer ihm darzubringen, ihm Danke zu sagen. And God responds with a promise to never again wipe out everything. Und Gott antwortet mit einem Versprechen, nie wieder alles Leben auszulöschen. And then at the start of chapter 9, we see God repeats the cultural mandate to be fruitful and multiply. Und am Anfang von Kapitel 9 wiederholt Gott wieder seinen Schöpfungsauftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren.
And then God sets a sign of his covenant to never destroy the world by flood, in that he gives us the rainbow. Und dann setzt Gott ein Zeichen seines Bundes, den Regenbogen, um zu zeigen, dass er die Welt nie wieder durch eine Flut zerstören würde. So in this narrative, we see the continued effects of sin in both human relationships and upon creation. Also in diesen Erzählungen sehen wir die die fortschreitenden Folgen der Sünde in den menschlichen Beziehungen, aber auch auf die Schöpfung. But we also see a very powerful display of God's grace. Aber wir sehen auch einen machtvollen, kraftvollen Ausdruck von Gottes Gnade. We see salvation in the midst of judgment. Wir sehen Errettung inmitten des Gerichts. And we see God's unwavering commitment to his promises and his plan for humanity and creation. Und wir sehen auch Gottes Treue zu seinen Verheißungen und zu seinem Plan für die Menschheit und für die Schöpfung. We see that he's a God who makes covenants with humanity. Wir sehen, dass es ein Gott ist, der Bündnisse eingeht mit Menschen. And we see that we see the necessity of relating to God in faith, to trust in and act on what he's promised. Und wir sehen auch die Notwendigkeit, dass es nötig ist, dass wir nur im Glauben eine Beziehung zu Gott haben können. And this is another theme which runs throughout the whole Bible. Und das ist auch ein Grundgedanke, der durch die ganze Bibel geht, ein Thema, was durch die ganze Bibel geht. That we have to relate to God by faith and act on that faith. Dass wir mit Gott nur im Vertrauen eine Beziehung haben können und auch nur im Vertrauen handeln müssen. So we move on to chapter 11. Also gehen wir weiter zu Kapitel 11, The Tower of Babel. der Turmbau zu Babel. And we're going to look mainly at the first 9 verses. Und wir werden hauptsächlich uns mit den ersten 9 Versen beschäftigen. And this story is actually much more significant than this short length perhaps indicates. Und dieser Abschnitt ist eigentlich von viel größerer Bedeutung, als seine Kürze uns vermuten lassen würde. The story, or the event, takes place somewhere in the midst of the generations after Noah. Und diese Geschichte findet so irgendwo in der Mitte der Generationsaufzählung nach Noah statt. And if you read through chapter 10, which is the genealogy of those generations, Wenn ihr Kapitel 10 liest, was die Genealogie, die Geschlechterfolge dieser Generationen ist, then we see that it had to take place somewhere before verse 20. dann sehen wir, dass es irgendwo vor Vers 20 hätte stattfinden müssen. Because chapter 10, verse 20 talks about different languages, so it had to have taken place before this point. Weil Kapitel 10, Vers 20, da ist die Rede von verschiedenen Sprachen, also musste das irgendwo vorher stattgefunden haben. Because at this point, everyone spoke a single language. Weil zu diesem Zeitpunkt alle eine einzige Sprache sprachen. And we read that the people decided to build a city with towers reaching up to heaven in order to make a name for themselves. Ja, und wir lesen hier, dass die Menschen planten, eine Stadt zu bauen mit Türmen, um einen Namen für sich selbst zu machen. And this points to their desire to live independently from God. Und dies deutet auf ihren Wunsch, unabhängig von Gott zu leben. It points to their desire to be self-sufficient, to Es, not rely on him. es deutet auf ihre Sehnsucht, autark zu sein. And it shows that they were not interested in following God's mandate to multiply and disperse over the earth as caretakers. Und es zeigt auch, dass sie überhaupt kein Interesse daran hatten, Gottes Auftrag zu befolgen, sich zu vermehren und dann zu zerstreuen auf der Erde und über die Erde, um die Schöpfung zu bewahren. And we see that God comes down and confuses their language. Und wir sehen, dass Gott herabkommt, um ihre Sprache zu verwirren. They all started speaking different languages and couldn't understand each other, and therefore were not able to build the city as they wanted to. He confounded their proud ambitions.
Also dadurch, dass sie alle unterschiedliche Sprachen sprachen, konnten sie sich nicht mehr verstehen und konnten nicht mehr diesen Turm, diese Stadt bauen, die sie sich vorgenommen hatten. Und so vereitelte Gott ihren stolzen Ehrgeiz. We see that they are therefore dispersed over the face of the earth, it says in verse 8, as God intended. Und dann in Vers 8 lesen wir, sie wurden über die ganze Erde zerstreut, so wie Gott es beabsichtigt hatte. Babel is also the name of the city of Babylon in the Bible. Babel ist auch der Name der Stadt Babylon in der Bibel. And the city of Babylon represents, or the empire of Babylon represents mankind's desire to be autonomous and live apart from God. Und die Stadt Babylon oder das Königreich Babylon stellt den Wunsch der Menschen dar, unabhängig und getrennt von Gott zu leben. We see by dispersing the people and confusing their language, that God was actually at work to achieve his purpose for mankind. Und wir sehen durch diese Zerstreuung und Verwirrung der Sprache, dass Gott unterwegs war, das zu tun, das Ziel für seine Menschen zu erreichen. In John, the Apostle John's vision of heaven in Revelation 7, verse 9, we see the fulfillment of this desire with people of all languages worshipping Jesus around the throne. In Johannes, in der Vision von Johannes in Offenbarung im Neuen Testament, da sehen wir die Erfüllung dieser Sehnsucht Gottes mit den Menschen aller Sprachen, die dann um den Thron herum Jesus anbeten. After this, I looked, and there was a vast multitude from every nation, tribe, people, and language, which no one could number, standing before the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes with palm branches in their hands. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Yeah, so we've gone fairly quickly through these chapters. I hope you were able to keep up. Also ja, wir sind jetzt ziemlich schnell durch diese Kapitel gegangen und ich hoffe, ihr konntet alle dabei bleiben. But I hope you have the handout sheet with all the references, and later on you can go through by yourself the texts, read through, and just check back on these points for yourself. Aber ich hoffe, ihr habt das Dokument mit den ganzen Bibelstellen und die könnt ihr vielleicht nachher nachlesen und in Ruhe alles nochmal durcharbeiten. But let's just then summarize the main themes that we see in these narratives, the important points. Lasst uns nochmal die Hauptthemen, die wir in diesen Erzählungen sehen, zusammenfassen. So we see that mankind, we see the mandate that God has given us. Also wir sehen den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. That mankind is created and called to be fruitful, to multiply, and to care for creation. Also dass der Mensch dafür gemacht ist, aufgerufen ist, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und für die Schöpfung zu sorgen. And we see the problem of sin. Und wir sehen auch das Problem der Sünde. That mankind has rejected and ignored God and his will for us and for his world. Dass die Menschheit Gott und seinen Willen für uns und für seine Welt abgelehnt und ignoriert hat. And we see the consequences of that sin play out. Und wir sehen auch die Folgen der Sünde. So we see broken relationships between mankind and God. Wir sehen zum Beispiel zerbrochene Beziehungen zwischen Gott und den Menschen. We see broken relationships between people. Wir sehen zerbrochene Beziehungen zwischen den Menschen. And we see a broken relationship between mankind and creation. Und wir sehen auch eine zerbrochene Beziehung zwischen dem Menschen und dem Rest der Schöpfung. But we also see God's grace. Aber wir sehen auch Gottes Gnade. We see that even in his judgment against sin, he is gracious and merciful. Wir sehen, dass sogar im Gericht gegen die Sünde Gott gnädig ist und barmherzig. And we see an important principle that
it's necessary to approach God, to turn to God in faith. Und wir sehen auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir nur zu Gott umkehren können im Glauben, im Vertrauen. And overall, we see God's faithfulness. Und wir sehen über allem Gottes Treue. We see that even in our sin and our rebellion, God works to fulfill his promises and his purposes for mankind and for the world. Wir sehen, dass sogar trotz unserer Auflehnung gegen Gott, Gott sein Versprechen hält und seine Ziele mit dieser Welt voranbringt und vorantreibt und an sein Ziel kommt mit den Menschen. So we're at the end of the primeval history. Also wir sind jetzt am Ende der Urgeschichte. And next week we'll be starting to look at the fathers, I understand, also Abraham and the patriarchs. Nächste Woche werden wir die Glaubensväter, also Abraham und die Patriarchen anschauen. And we will see these themes continue through those stories as well. Und wir werden sehen, wie diese Themen auch in diesen weiteren Geschichten sich durchziehen werden. And there's some questions there I think you have already, or the group leaders will have, which you can talk about. And yeah, if you have any other questions, then afterwards we can maybe talk about those. But that's the quick trip through the first 11 chapters of Genesis. Also ich habe euch auch ein paar Fragen vorbereitet, die eure Gruppenleiter jetzt auch noch haben. Die könnt ihr jetzt gleich besprechen. Und wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, könnt ihr die mir natürlich auch stellen. Aber das war jetzt der Schnelldurchgang von den ersten 11 Kapiteln.